Wir starten mit dem zweiten Vortrag am heutigen Morgen, in dem heutigen Raum. Ich sage nicht nochmal guten Morgen, weil viele sind ja auch hier geblieben im Raum. Darf Sie aber nochmal ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Vortrag, auch wieder aus dem Umfeld Governance, Risk and Compliance. Mit einem sehr interessanten Titel, wie Sie sehen. Und der Vortragende ist heute der Nico Teutsch. Nico, ich glaube, wir arbeiten seit fast 10 Jahren bald, arbeiten wir zusammen, in Anführungsstrichen. Und der Nico wird auch gleich ein bisschen was zu seiner Historie erzählen, damit Sie auch den Vortrag so ein bisschen in den Kontext einordnen können. Und ich muss sagen, von Anfang an war das Thema Governance, Risk and Compliance ein essentielles Thema bei dem Prozessthema. Ne? Und das ist halt sehr spannend, ne? Dass man nicht immer nur mit der normalen Modellierung anfängt, sondern gerade diese Themen auch direkt auf dem Schirm hat. Und damit Sie auch den Vortrag wieder so ein bisschen einsortieren können, ne? Damit Sie, wenn Sie das Ganze auch nutzen möchten bei uns, also was der Nico Teutsch gleich vorstellen wird, brauchen Sie Adonis. Keine Frage, sind auch hier Adonis eminent wichtig. Ne? Nur AdoGRC funktioniert nicht. Adonis ganz wichtig. Sie brauchen leider auch AdoGRC dafür. Ne? Das heißt, wer es noch nicht erworben hat, sollte spätestens nach dem Vortrag darüber nachdenken, dass es ein sinnvoller Invest sein könnte. Und was hier auch zum Tragen kommt, und Sie wissen ja, seit einigen Jahren haben wir ja eine recht enge Kooperation mit der TIM Solutions, ne, für den Teil der Prozessautomatisierung. Und hier haben wir auch die Prozessautomatisierungskomponente der TIM Solutions genutzt, ne, ich will nicht so viel spoilern vom Vortrag her, aber um das tägliche Leben einzufangen, um es mal so zu formulieren. Ne. Das heißt, wir haben auch hier wiederum mehrere unserer Angebote kombiniert. Ne, und ja, was hinter der Rolle, sprich Klebstoff der Organisation steckt, wird uns jetzt Nico Teutsch verraten. Genau. Vielen Dank, Frank. Danke. Ja, vielleicht erst mal ein paar Worte zu mir und für die Firma, für die ich arbeite. Mein Name ist Nico Teutsch, ich bin 48 Jahre alt, komme oder wohne im Ruhrgebiet und arbeite in Düsseldorf. Und mache das Thema Prozessmanagement seit, ich glaube, 25 Jahren irgendwie in unterschiedlichen Formen. Angefangen haben wir mal bei den Genossenschaftsbanken damals, da war Adonis schon im Einsatz und ein paar Themen in diesem Umfeld. Also insofern habe ich da eine ewig lange Historie. Ich arbeite für ein Factoring-Unternehmen. Was machen wir? Wir kaufen Rechnungen an, hauptsächlich von Handwerkern, zahlen den Handwerkern 97% des Rechnungsbetrages aus und behalten 3% für uns. Also das ist ein relativ einfaches Geschäftsmodell. Sie sehen das Volumen da. Im Jahr 2022 haben wir rund 148.000 Rechnungen angekauft, also wirklich Einzelrechnungen, 227 Millionen. In 2021 waren es 150.000 Rechnungen. Da sind wir schon über die 300 Millionen Euro Grenze gestoßen. Und dieses Jahr haben wir nochmal wahrscheinlich fast 20% obendrauf und wir kratzen gerade so an der 350 Millionen Grenze. Wir betreuen 750 Kreditoren. Das sind also die Kunden, die bei uns Rechnungen einreichen. Und wir sind im Moment, ich glaube 58 stimmt nicht mehr ganz, 55 Mitarbeiter, also wirklich Köpfe am Standort Düsseldorf. Was mache ich da? Ich bin seit dem 1.6. Erst bei dem Unternehmen und begleite dort die Position des Chief Operating Officers. Das heißt also alle Funktionen vom Ankauf der Rechnung und noch vorher vom Onboarding der Kunden, die bei uns Rechnungen einreichen, über den Ankauf der Rechnung bis im Prinzip zum Mahnwesen hinten. Das fällt in mein Aufgabengebiet. Das sind insgesamt 3 Teams mit rund 25 Mitarbeitern, die sich da quasi um diesen gesamten Prozess kümmern. Davor allerdings, und darauf bezieht sich auch ein Teil des Vortrages, war ich 11 Jahre lang bei der IKB. IKB Deutsche Industriebank AG in Düsseldorf und dort habe ich hauptsächlich das Thema Prozessmanagement und in den letzten 2 Jahren eben auch das Thema Digitalisierung gemacht. Und große Teile dessen, was Sie jetzt hier sehen, rührt noch aus der Zeit heraus, weil ich glaube, das Thema ist so universal, dass es für jedes Unternehmen Gültigkeit haben kann oder haben wird, glaube ich. Und insofern werde ich das wahrscheinlich auch bei der A-Delta dann entsprechend mit umsetzen. Warum Rollen? Ich habe so ein bisschen den Vortrag von Marc gefeiert, weil das im Prinzip genau das ist, was wir auch eigentlich machen. Es geht im Prinzip darum, Realität in ein Modell zu übersetzen. Ne? Und das Thema Rolle ist da ja nichts anderes. Also Mitarbeiter nehmen verschiedene Rollen in einem Unternehmen ein. Also man kann nicht einfach sagen, da ist jetzt ein Mitarbeiter und der hat folgende Aufgaben, sondern das setzt sich ja aus ganz vielen verschiedenen Teilbereichen zusammen. Ne? Also man muss vielleicht mal irgendwie ein bisschen was buchen oder man hat irgendwie eine Moderationsrolle in einem Unternehmen. Vielleicht hat man auch irgendwie noch andere Themen, die man erledigen muss. Also auch dort kann man dieses Modell, was Marc vorgestellt hat, wunderbar auf dieses Thema Rolle entsprechend
runterbrechen. Wichtig ist, für mich ist die Rolle die kleinste organisatorische Einheit in einem Unternehmen. Also das ist quasi der Kern all dessen, was man irgendwo braucht. Was sind Rollen? Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Rollen sind tatsächlich für uns in der Organisation oder die wir uns mit Modellierung und Prozessen beschäftigen, deutlich kleinteiliger. Im Gegensatz zu einer Stelle, die ein Mitarbeiter besetzt, kann ich eine Rolle auch durchaus verschieben und kann sie vielleicht auch mehreren Mitarbeitern zuordnen, auch technisch am Ende des Tages. Das werden Sie gleich sehen. Also insofern ist die Rolle tatsächlich ein sehr flexibles Thema. Hier steht es nochmal, jede Person kann problemlos mehrere Rollen ausfüllen. Das werden Sie auch gleich nochmal im Modell sehen. Und ich habe das Thema Selbstorganisationsfähigkeit mal mit aufgeschrieben. Das ist ja so ein Buzzword, was gerade durch die Welt geht. Je selbstorganisierter eine Organisation ist, umso eher sollte auch die Person in der Lage sein, sich selber zu organisieren. Ansonsten haben wir halt ein relatives Chaos wahrscheinlich in jedem Unternehmen. Was man tun sollte, das werde ich aber auch gleich nochmal zeigen. Man sollte sich als Organisation definitiv ein paar Standardrollen geben, die man im Unternehmen hat, die man verwaltet, die man einfach Mitarbeitern zuweisen kann. Position versus Rolle, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen. Wenn Sie heute eine Stellenanzeige lesen, eine Positionsanzeige, dann ist es eben genau das. Also Mitarbeiter oder Unternehmen zahlen eben Gehälter für Positionen, für Stellen, die im Prinzip ausgeschrieben werden. Das hat aber jetzt erstmal nichts mit der Rolle zu tun, sondern wie gesagt, die Rolle ist an der Stelle einfach deutlich kleinteiliger. Deswegen keine Vorlesung. Die Folien, Frank, bekommen die Kollegen sowieso dann entsprechend mit. Genau. Warum eine Rolle und warum beschäftigen wir uns so intensiv damit? Das ist die große Frage. Und wo kommt das Thema eigentlich her? Und jetzt will ich den Bogen im Prinzip zum zweiten Teil spannen. Wir sehen, das hat Marc eben auch angesprochen, dass wir eben Informationen immer wieder brauchen, die im Unternehmen entstehen. Und so war es eben seinerzeit eben auch mit der Rolle. Also wir wollten damals wissen, wer macht denn eine bestimmte Tätigkeit und in welchen Prozessen kommt denn diese Tätigkeit vor? Wer führt diese Tätigkeit aus? Wie viel Headcount hängt eventuell an dieser Rolle dran? Und braucht diese Rolle vielleicht auch Zugriff auf irgendwelche IT-Systeme? Also das war die Ausgangsfrage, warum wir uns so intensiv mit diesem fachlichen Thema Rolle damals auseinandergesetzt haben. Und da wir in der Modellierung ohnehin Rollen brauchen, also wer von Ihnen mit Adonis arbeitet, kennt dieses kleine blaue Symbol mit dem R drin. Genau darüber sprechen wir. Da ist dann die Idee entstanden, tatsächlich die fachlichen Rollen, die wir modellieren, mit den IT-Rollen. Unser Berechtigungsmanagement hatte damals eigene Rollen tatsächlich, diese Rollen zusammenzuschieben. Und zu sagen, hey, macht doch eigentlich gar keinen Sinn, auch an der Stelle, und dann bin ich wieder bei Marc, 2 verschiedene Datentöpfe vorzuhalten. Es ist einfach Unsinn. Also sind wir hergegangen und haben versucht, eben Rollen und IT-Berechtigungen an dieser Stelle zusammenzuführen. Ja, und dieses einheitliche Rollenmodell, da sind wir wieder bei der Single Source, ein einheitliches Rollenmodell damals für die IKB zu entwickeln. Einfach aus dem Grund, weil wir die Transparenz brauchten. Wenn ich einen Prozess modelliere und ich modelliere eine Rolle dran, dann weiß ich natürlich, wer diese Aktivität im Zweifel ausführt. Wir haben auch ein IT-System eben dran. Aber darf der das überhaupt, der da dran hängt? Darf der auf das System, auf die Daten zugreifen? Das war zu dem Zeitpunkt völlig unklar. Hat er die richtigen Berechtigungen? Hat er vielleicht zu viele oder zu wenig? Das war die Fragestellung. Deswegen ist die Idee entstanden, das also quasi über die Rolle zu lösen. So. Der Mehrwert, ich glaube, den brauchen wir nicht groß zu erklären, wie die Themen zustande gekommen sind. Ich möchte aber noch mal auf zwei Themen eben eingehen, die wir damals dann entsprechend mit berücksichtigt haben. Das ist einmal der Role Life Cycle. Frank hat es gesagt, das ist auch ein relativ regulatorisch getriebenes Thema. Das heißt, das Thema Rezertifizierung spielt hier eine ganz gewichtige Rolle, sowohl auf Ebene der Rolle, aber auch auf Ebene der Person, die eben bestimmte Rollen hat.
Ne? Und wir haben eben auch das Thema Transparenz, Nachvollziehbarkeit. Welche Benutzer, welche User, Personen haben denn welche Rolle überhaupt zugeordnet bekommen? Und das Thema Wiedererkennungswert spielt eben auch eine Rolle. Das heißt also, wir haben uns bei der Benennung der Rollen viel Mühe gegeben, um auch klar zu sagen, das ist ein Mitarbeiter im Treasury oder das ist ein Mitarbeiter im Kreditumfeld oder das ist ein Mitarbeiter im Vertrieb, ne? Sodass auch hier schnell erkennbar war, was wir eigentlich möchten. Dazu eben bei der Rezertifizierung, ich weiß nicht, wie das in Ihren Häusern ist, bei uns war es bis vor 2 Jahren eben so, da wurde auf Einzelrechtebasis rezertifiziert. Ne? Da bekam dann der Teamleiter irgendwie eine Liste mit seinen Mitarbeitern und dahinter hingen dann 35, 50 verschiedene Einzelrechte aus den IT-Systemen und alle wurden abgeklickt. Und dann waren das noch kryptische Bezeichnungen und keiner wusste so genau, was steckt eigentlich drin. Darf ich lesen, darf ich schreiben, darf ich freigeben? Das war irgendwie eine Katastrophe. Ja, und wie sind wir da rangegangen? Regulatorik, da sind Sie nochmal. Die BAIT spielt da natürlich eine Rolle und dann die MRIS, die Funktionstrennung und natürlich das Minimalprinzip, dass die Mitarbeiter eben nur die Rollen oder die Berechtigungen haben sollten, die sie eben auch brauchen, um ihre Aufgaben entsprechend zu erledigen. So. Ich habe mal das Modell mitgebracht, das wir damals entwickelt haben. Ja, da sehen Sie schon verschiedene Arten, verschiedene Typen von Rollen. Das haben wir dann auch in dem Rollenmodell entsprechend so vorgesehen. Das heißt also, es gibt verschiedene Typen, die dann auch entsprechend umgesetzt worden sind. Da haben wir sowas wie eine Basisrolle. Da steckt also alles drin, was ein Mitarbeiter braucht, um sich beispielsweise in Windows anmelden zu können, an seinem Arbeitsplatz jeden Tag. Oder Zugriff auf Outlook-Postfächer. Eine Rolle für die Organisationseinheit. Da finden Sie Teamlaufwerke und Postfächer oder spezielle Anwendungen, die eben in den Teams verwendet werden. Dann eine sogenannte Anforderungsrolle oder Funktionsrolle, so haben wir sie dann zum Ende hin genannt. Da sind dann wirklich die tätigkeitsabhängigen IT-Berechtigungen dann entsprechend gebündelt. Also beispielsweise, dass der Treasurer irgendwie einen Deal erfassen kann, ne? Und die Freigabe davon aber in einer anderen Rolle hinten im Backoffice. Zusatzrollen, eventuell dann wirklich ganz spezielle Dinge. Davon gibt es aber nur so wenige, die dann ganz sehr, sehr stark auf den jeweiligen Bereich oder auf das Team sie funktionieren. Und wenn es gar nicht anders ging und ein Recht so speziell war, dass man damit gar nicht anders umgehen konnte, dann ist auch eine Rolle tatsächlich einem Recht zugewiesen worden, also wirklich eine 1:1 Beziehung. Das war der Ansatz und so kam diese Pyramide entsprechend zustande. In der Folientitel taucht das Wort Klebstoff auf. Das soll dieses Bild verdeutlichen, also auch ein Modell, eine Vereinfachung. Und hier kann man eben sehen, dass die Rolle eben in unserem Metamodell an allem irgendwie dranhängt. Ne? Also eine Rolle hat IT-Berechtigungen, eine Rolle ist einem Mitarbeiter zugeordnet, eine Rolle verwende ich aber auch in der Prozessmodellierung. Ne? Und Prozesse wiederum hängen an IT-Systemen, IT-Berechtigungen hängen an IT-Systemen. Und Frank hat es eben auch gesagt, das Thema Rezertifizierung, Rollen müssen rezertifiziert werden und Mitarbeiterprofile müssen rezertifiziert werden. Und daraus wiederum leiten sich eben entsprechende GRC-Maßnahmen ab. Also hier kann man schon sehen, wir haben diese Rolle und damit eben auch die Person in den Mittelpunkt der Organisation gestellt. Und das hat uns an der Stelle extrem weitergeholfen und ganz, ganz viel Transparenz an der Stelle eben geschaffen. Michael Baldau von Pega. Hättest du heute für die Digitalisierung auch ein System in eine Rolle zugeordnet, wo du sagst, was weiß ich, der Roboter macht das oder das Ding ist voll automatisiert, aber du brauchst ja die Berechtigung trotzdem für die Prüfung? Oder ist das für dich ausschließlich human bezogen? Nein, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Also eine Rolle kann auch ein Bot haben, tatsächlich, denn auch der Bot hat ja IT-Berechtigungen, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Ist tatsächlich auch so, Randbemerkung, technische User müssen genauso rezertifiziert werden wie, ich sag mal, normale Benutzer und die werden hier entsprechend in diesem System genauso verarbeitet. Wir unterscheiden nicht mehr, ob es ein Mensch ist oder ob es eine Maschine ist, die hinten dran hängt. Danke. Genau, schauen wir uns mal ein bisschen an, wie wir das aufgebaut haben. Ich bin jetzt mitten in Adonis drin. Ich habe Ihnen ein paar Screenshots mitgebracht, wie wir das gemacht haben. Sie sehen auf der linken Seite die Objekte. Wir lassen uns aus den Vorsystemen über ein DWH jeden Tag die einzelnen Berechtigungen pro IT-System anliefern. Ja, die werden dann Richtung Adonis synchronisiert. Das geschieht über die API-Schnittstelle. Und das Coole ist, dass wir jetzt auch tatsächlich sehen, diese kryptischen Bezeichnungen, das ist das, was die Kollegen früher rezertifiziert haben. Und Sie sehen dann eben, wir haben auch oder konnten dann im Zuge des Projektes eben auch ja schon bestimmte Dinge einfach auch festlegen. Also
welches IT-System trägt diese Rolle? Wie kritisch ist diese Rolle? Das ist gerade für das Thema Rezertifizierung enorm wichtig. Welche Anwendung, was darf die eigentlich schreiben, lesen? Also all diese Themen konnten wir mit einem Mal auflösen, weil wir eine vernünftige Oberfläche hatten, weil wir uns Gedanken gemacht haben, wie kommen die Informationen eben Richtung Adonis. Ne? Sie sehen es da, tägliche Importers- und Vorsysteme, ein Bestandsabgleich. Und eben nach der Anlage kann dann eine IT-Berechtigung eben einer Rolle zugewiesen, ne, und auch der komplette Zugriff auf die einzelne Berechtigung. Wir haben das nicht irgendwie eingeschränkt, sondern jeder kann sehen, was sich dahinter verbirgt. Ne? Das ist nicht irgendwo ein Closed Shop. Dann unser Objekt der Rolle, ne, und jetzt wird es eben spannend. Auch hier sehen Sie auf der linken Seite das Rollenmodell, was wir haben. Sie sehen dort Modellierungsrollen oder Organisationsrollen oder auch Spezialrollen. Das orientiert sich eben an dem Baum. Und diesen Rollen sehen Sie wiederum dann auf der rechten Seite. Dort sind die einzelnen IT-Berechtigungen nun zugewiesen worden. Ne? Wie gesagt, das kann mal eine sein, das können in dem Fall sind es 18, 19. Ne? Und so bauen wir dann quasi mit Adonis-Bordmitteln, nicht ganz, aber weitestgehend, genau, bauen wir dann entsprechend diese jeweiligen Rollen zusammen. Und jetzt wird es eben spannend. Ne? Die Rollenverwaltung an sich bei uns im Hause oder bei der IKB findet tatsächlich nur noch in Adonis NP statt. Also außerhalb von NP können keine Rollen mehr zur Welt kommen. Wir haben einen Freigabe-Workflow draufgelegt. Das bedeutet, die Rolle an sich, da gibt es einen Freigabe-Workflow in Adonis. Änderungen werden entsprechend nachgehalten, werden historisiert, werden versioniert, sodass dann auch der geneigte Prüfer immer genau sehen kann, welcher Mitarbeiter hatte zu welchem Zeitpunkt diese Rolle inne. Ne? Und da sind wir super sauber und wir hatten da also tatsächlich, das war einer der größten Themen, die wir an der Stelle hatten. Frank hat es angesprochen, wir nutzen TIM, die Workflow-Komponente, und schicken dann, nachdem quasi eine Rolle geändert wurde, weil ja vielleicht Mitarbeiter dranhängen, dann quasi über den Workflow direkt an den Dienstleister. Und die Änderung der Rolle wird automatisch provisioniert, sodass da keiner mehr eingreifen muss. Also das ist eine ganz coole Sache gewesen. Und wir decken eben auch den kompletten Role-Life-Cycle ab. Das heißt, Rollen werden auch mal enden. Ne? Und das bedeutet auch, Rollen müssen dann zurückgebaut werden. Das war ein Riesenthema. Ne? Mitarbeiter wechselt die Abteilung. Das Problem bei, weiß ich nicht, Trainees oder Auszubildenden, und dann haben die Berechtigungen zurückbehalten und am Ende des Tages liefen die mit so einem Satz an Berechtigungen durch die Gegend. Das kann jetzt natürlich nicht mehr passieren, ne? Weil man genau weiß, wer wann wo unterwegs ist und wie man entsprechend dann diese Themen dann abarbeiten kann. Das Objekt Mitarbeiter. Rollen müssen natürlich auch Mitarbeitern zugewiesen werden. Auch hier haben wir dann einen ganz ähnlichen Mechanismus gefunden. Das heißt also, so wie ich eben die IT-Berechtigung der Rolle zugewiesen habe, kann ich jetzt natürlich N-Rollen einem Mitarbeiter zuweisen. Ne? Sodass sich dann ein Rollenset am Mitarbeiter aufbaut. Und da ist es für uns eigentlich unerheblich, ob es ein technischer User ist oder ob es ein Mitarbeiter ist, tatsächlich der dann da irgendwo in Fleisch und Blut eben vor uns steht. Ne? Und auch solche Themen, auch da auf der rechten Seite, Nutzerobjekte bekommen wir auch aus dem AD jeden Tag. Ne? Die Zuweisung der Rollen, die Beantragung der Rollen erfolgt auch hier über einen TIM-Workflow. Da gibt es ein kleines Formular, da können die Mitarbeiter draufklicken und können sagen, ne, ich brauche eine bestimmte Rolle oder ich muss eine bestimmte Rolle mir zuweisen lassen. Der Chef hat gesagt, mach mal. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder aber der Teamleiter oder Bereichsleiter bestellt dann direkt eben für den Mitarbeiter. Auch das geht alles über den Workflow, sodass wir da auch eine komplette Transparenz haben an der Stelle. Auch die Historisierung und Versionierung dann der Zuweisung zum Mitarbeiter erfolgt über den Workflow in Adonis. Ne? Und auch hier haben wir dann über diese Mechanik den kompletten User-Lifecycle abgedeckt. Also wir wissen auch, welcher Mitarbeiter zu welchem Zeitpunkt über welche Rollen verfügt hat, beziehungsweise dann auch im Endeffekt über welche IT-Berechtigungen. Der spannendste Teil kommt eigentlich jetzt. Sie wissen, einmal im Jahr, bei kritischen Rollen zweimal im Jahr, muss man eben nachweisen, dass die Rollen, die einem Mitarbeiter zugewiesen sind, auch tatsächlich, ja, dass er sie haben darf und dass sie entsprechend auch dem Mitarbeiter, ja, dass er sie einfach haben soll. Ne? Das ist das große Thema Rezertifizierung.
Ich hatte es eingangs schon gesagt, wir haben in der Vergangenheit tatsächlich auf Einzelrechte-Basis rezertifiziert, Riesenaufwand, Excel-Tabellen und Versand und manuell zurück und keine Ahnung, das war wirklich ein Wahnsinnsaufwand. Heute ist es so, es gibt Rezertifizierungen auf 2 Ebenen. Im ersten Schritt findet die Rollenrezertifizierung statt. Jede Rolle hat einen verantwortlichen Mitarbeiter, also das passiert nicht einfach so im luftleeren Raum. Und der Rollenverantwortliche bekommt dann zu einem definierten Zeitpunkt, bei normalen Rollen einmal im Jahr, bei kritischen Rollen, Adminberechtigungen etc. zweimal im Jahr, dann eben ein Rollenobjekt zur Rezertifizierung zugeschickt. Und dann kann er in diesem Objekt eben dann auch sagen, ja, die Berechtigung oder die Rolle ist so richtig zusammen konfiguriert und das passt noch. Ne? Und das bestätigt er uns im Tool, in diesem Objekt, in diesem Rezert-Objekt. Und wir können dann eben auch über das Maßnahmen-Tool in GRC eben auch sehen, wie weit sind wir eigentlich? Beziehungsweise wir können ein Enddatum vorgeben und haben dann die Chance, auch diesen Prozess viel, viel stringenter und viel, viel schneller durchzuführen. Da muss keiner mehr manuell irgendwelche Listen überwachen und Mitarbeiter irgendwie anmahnen, dass nun endlich bitte seine Rezertifizierung durchführen soll. Ne? Also eine Riesenerleichterung. Ist die Rollenrezertifizierung abgeschlossen, geht die Rezertifizierung der User los. Das ist dann quasi immer der zweite Schritt. Die ist dann ein bisschen breiter angelegt, weil die Rollenverantwortlichen bei uns im Haus doch eher eng sind. Ne? Und die User-Rezertifizierung, die bekommen dann nun alle disziplinarischen Vorgesetzten der Mitarbeiter, beziehungsweise wenn es externe Projektmitarbeiter sind, eben die Projektleiter. Also man kann dann im Mitarbeiter sagen, du gehörst zu einer bestimmten Organisationseinheit und der Org-Einheit ist dann wiederum ein Leiter zugeordnet. Und so läuft dann dieser gesamte Prozess weitgehend automatisiert. Das Einzige, was man eben anstoßen muss, ist einmal das Erzeugen der Rezert-Objekte und dann guckt das Berechtigungsmanagement nochmal drauf, dann gibt es eine Freigabe und in der Sekunde sind dann alle Objekte bei den entsprechenden Mitarbeitern auf den Dashboards. Und man kann dann hier ganz sauber seine Rezertifizierung entsprechend durchführen. Das Coole ist natürlich auch hier, es wird alles dokumentiert, weil alles in Adonis ist, beziehungsweise wir alles im Tool haben und Auswertungen, Reports für Prüfer, für Revisoren oder für die WPs an sich ist wirklich eine Kleinigkeit noch und es geht wirklich schnell und es ist super sauber an der Stelle. Kurz zur Architektur. Architekturbilder sind ja auch immer sehr beliebt, habe ich ja eben auch im Vortrag meines Vorredners gesehen. So ist das Ganze umgesetzt. Wir bekommen von vorne übers AD Berechtigungen zugeliefert oder wir haben aber direkt angebundene Anwendungen an unser DWH oder wir haben auch Anwendungen, die man nicht so einfach anbinden kann. Das sind so Web-Applikationen und so ein Zeug, wo wir dann quasi jeden Tag wo wir einen Roboter losschicken und der Bot dann die entsprechenden Dateien abholt, umformatiert und dann für den Import in das DWH zur Verfügung stellt. Und dann gibt es einen Job nachts und der pumpt uns dann die entsprechenden Rollenobjekte und Berechtigungsobjekte, die entsprechenden Berechtigungsobjekte in das Adonis NP. Und dann sehen Sie hinten auf der rechten Seite die entsprechenden Prozesse, die dranhängen, Personalveränderung, Rezertifizierung und eben auch die Berechtigungsbeantragung sind mit den jeweiligen Tools umgesetzt worden. Und alles aber wenn Sie wollen, alles über einen einzigen Prozess, den wir in TIM gebaut haben. Und das ist der Benutzerprofilantrag. Da läuft am Ende des Tages technisch alles zusammen. Und von dort aus, das sollen die Wolken unten darstellen, von dort aus verteilen wir dann die Aufträge entweder an den externen Dienstleister oder aber an interne Administratoren, beziehungsweise wenn es Applikationen sind, die nicht vom Dienstleister und nicht intern irgendwie abgearbeitet werden, dann gehen die auch nach außen zu unseren Webhostern oder wer auch immer da irgendwo dran steht. Das sind auch 2, 3. Genau, hier nochmal die Tools in aller Kürze, die wir eingesetzt haben. Adonis NP, glaube ich, ist jetzt ausreichend gefallen, genauso wie das Thema GRC. Die Workflow-Komponente, die wir dafür brauchen, die steuern uns im Prinzip den Prozess durch und sorgen auch da an der Stelle für eine entsprechende Transparenz. Und ganz unten drunter dann eben das Robotics-Tool, das dafür sorgt, eben, dass wir da die Anwendungen, die eben nicht automatisch anliefern können über eine API oder eine SOAP oder was es da auch immer alles gibt, dass wir die entsprechend dann ja auch täglich bekommen und so immer aktuell den Stand in unserem Berechtigungssystem haben. Das Ganze hatte zur Folge, und jetzt komme ich so ein bisschen zu dem Nutzen, den wir daraus gezogen haben, dass wir uns natürlich auch Gedanken machen mussten,
wie sollen denn die Prozesse dann eigentlich aussehen, wenn wir so ein cooles Tool irgendwie haben oder so eine coole Anwendung? Und das ist eigentlich das, was wir hier dann sehen, ne? Also die komplette Neugestaltung zum einen des Themas User Lifecycle, ne, und Role Lifecycle. Also da ist relativ viel Energie reingeflossen, diese beiden Prozesse komplett zu definieren. Denn wenn Sie einmal, sagen wir mal, so ein Rollenmodell haben, dann können Sie das natürlich auch auf die Personalveränderung anwenden. Eintritt, Austritt oder Notaus, wenn ein Mitarbeiter freigesetzt wird, rundes Arbeitsverhältnis oder ein Wechsel innerhalb der Organisation, alles das ist tatsächlich auf Knopfdruck heute möglich, ne? Und wir müssen da nicht irgendwie noch überlegen, wo geht ein bestimmter Prozess hin, wer muss jetzt informiert werden, an wen sollte ich denken oder wer darf es auf gar keinen Fall wissen. Also solche Dinge sind heute alle komplett elektronisch abgebildet. Ganz rechts das Thema User-Rezertifizierung, das dann einfach aus den bestehenden Daten ermöglicht wird. Genauso bei der Rolle, auch hier, ne, Erweiterung von Rollen oder der Wegfall oder die Freigabe, all diese Dinge sind komplett in dem Prozess untergebracht, sodass wir auch hier überhaupt kein Problem mehr haben, Änderungen transparent in der Organisation zu verteilen. Und jeder weiß genau, was es gibt und was es eben nicht gibt. Und das Thema Rollenrezertifizierung haben wir an der Stelle ja nun auch schon angesprochen. Naja, also Ergebnis und Fazit ist relativ einfach. Für uns sind die Rollen eben ein elementarer Bestandteil der Organisation. Also alles, was ich mache, alle Tätigkeiten, ob ich die in der Modellierung verwende, im DEMI-Code oder ob ich sie für die IT-Berechtigung verwende, naja, also ohne Rolle geht nichts. Ne? Das merken Sie ja auch, wenn Sie einen Prozess eben malen, sage ich mal, müssen Sie einen DEMI-Code füllen. Also bei uns ist das D ein Pflichtfeld. Ohne D geht es nicht. Und insofern macht es aus unserer Sicht Sinn, eben ja die Rolle auch für solche Themen zu verwenden. Es schafft natürlich ein Stück weit auch Bewusstsein, welcher Mitarbeiter nun welche Rolle hat. Und das ist jetzt noch nicht mal so sehr auf dieses technische Thema begrenzt. Ne? Also man kann das Thema Rolle ja noch viel, viel weiter spannen. Und weg von diesem, was ich hier heute vorgestellt habe, wie man diese Themen, sag mal, ne, also auf dieses Thema Berechtigung zu begrenzen. Das Thema Verknüpfung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, gerade im Kontext eines IAM-Systems. Ne? Also wie identifiziere ich einen Mitarbeiter? Es ist natürlich auch denkbar, dass ich an so eine Rolle eben nicht nur IT-Berechtigungen dranhänge, sondern vielleicht auch Zugangsberechtigungen zum Gebäude. Spielt eigentlich an der Stelle gar keine Rolle. Das System ist an der Stelle offen und alles, was von vorne angeliefert wird an Berechtigung, kann ich natürlich genauso verarbeiten. Das Thema Prozessautomatisierung, haben Sie gesehen, mit Tim haben wir das gelöst. Für uns war das wirklich nochmal ein richtiger Booster, was das Thema Digitalisierung gerade in so einem schwierigen regulatorischen Umfeld anging. Wie gesagt, die Prozesse Role Lifecycle, Identity Lifecycle, Personalveränderung, all das hing da mit drin. Und sagen wir mal, am Ende des Tages ist das, was Prozessmanagement ja leisten soll, eine Steigerung von Transparenz, bewusst an der ersten Stelle und eben auch von Effizienz. Also so sind wir da rangegangen an das Thema. Und für uns in der IKB seinerzeit war das wirklich ein Riesenschritt, weil wir damit ganz, ganz viele Themen auf einen Schlag erledigen konnten. Ne? Also regulatorische Themen, prozessuale Themen. Und insofern ja, hat sich der Invest für uns tatsächlich an der Stelle gelohnt. Genau, das war's von meiner Seite zu diesem Thema. Ich glaube, ich bin auch in der Zeit geblieben, soweit ich das jetzt sehen kann. Just in time. Genau. Viel Raum für Fragen aus der Runde. Oh, wird genutzt. Meine Kollegin entscheidet. Ich delegiere das. Bitte. Okay. The question in English, thank you very much, was quite interesting. The question I want to ask is, who was involved in the definition of the role? I couldn't determine that quite nicely. Did you ask HR to come up with the roles, or was it something IT did? Okay, can I answer in German? Yes, It's okay. Okay. Also die Frage ist, wer involviert war, so habe ich es verstanden, in die Definition der Rollen. Also involviert war eine ganze Menge an Personen. Also neben HR war natürlich der Fachbereich mit drin, die Teamleiter desjenigen, der die Rolle entsprechend dann verantworten sollte, aber auch die Kollegen aus dem zentralen Berechtigungsmanagement. Denn die haben diese Themen bis dato abgearbeitet und sie waren für die ursprünglichen Rollen verantwortlich. Am Ende des Tages kam dann auch noch das Prozessmanagement mit dazu, weil wir haben die definierten Rollen dann gegen die Prozessmodelle gehalten und geschaut, wo taucht denn diese Rolle überall auf. Also das war ein längerer Prozess an der Stelle.
die Definition der Rolle quasi glatt zu schleifen. Und ich glaube, sie ist auch heute noch nicht beendet. Ja. Okay. Hier waren auch noch 2 Fragen. Haben genügend Zeit, kein Problem. Dankeschön. Ich hätte in der Tat 2 Fragen. Die erste Frage ist, was für ein Mengengerüst da dahinter steht, im Sinne von, wie viele Mitarbeiter, wie viele Rollen, wie viele Berechtigungen. Und vielleicht, wenn ich die zweite Frage noch stellen darf, meine Vermutung wäre, dass die dass die Anzahl der Rollen höher ist, als man das vielleicht typischerweise hat, wenn man in die Prozessmodellierung geht. Und deswegen wäre die Frage, hat das eine Auswirkung auf die Detailtiefe in der Prozessmodellierung? Also wird man dadurch eigentlich detaillierter? Ich fange mal hinten an. Nein. Tatsächlich haben wir versucht, die Rollen so zu schneiden, dass die Rollen, die wir für die Modellierung verwenden, auch dem tatsächlichen Rollenprofil entspricht. Also Buchhalter, Kredit- oder Derivatebuchhalter. Das waren Rollen, die es tatsächlich so in der Modellierung auch bis dato schon gab. Und die wurden eigentlich nur noch mit IT-Berechtigungen angereichert. Was natürlich passiert ist, dass man gemerkt hat, da gibt es Berechtigungen, die darf nicht jeder von diesen Buchhaltern haben. Ne? Und das sind dann die Berechtigungen, die quasi in diese Spezialrollen gewandert sind. Die werden aber nicht für die Modellierung verwendet. Ne? Also das ist der Kniff an der Stelle. Natürlich werden OE-Rollen und Basisrollen auch nicht für die Modellierung verwendet, sondern das ist dann wirklich nur dieser Ausschnitt an der Stelle. Aber das hat uns schon wahnsinnig weitergebracht. Anzahl Berechtigungen, knapp 20.000 Einzelberechtigungen. Aber mit denen muss man so oder so umgehen. Das ist völlig egal, ob die jetzt in Adonis liegen oder in irgendeinem Tool, spielt gar keine Rolle. Anzahl der Rollenobjekte, 600, etwas über 600. Anzahl der Mitarbeiter 600. Ne, aber das sind dann alle 1:1. Aber das sind dann alle Rollen mit drin, ne? Also OE-Rollen, also das ganze Set an Rollen. Wir selber hatten in der Modellierung also fachliche Rollen, ich glaube 250, sowas in der Richtung. Ne? Also das war das, was dabei rausgekommen ist, genau. Dankeschön. Gerne. Danke. Den ersten Teil meiner Frage, Anke, hast du mir schon abgenommen, Mengengerüst. Wie habt ihr denn die Ablage von den Rollen, also wie finde ich denn pragmatischerweise eine Rolle? Wenn ich jetzt 600 Rollen zur Auswahl habe, ich habe einen Prozess, eine Aktivität zum Beispiel, Ja. Wie komme ich auf die richtige? Also in der Beantragung jetzt oder in der Modellierung? Ja, in der Modellierung, einfach so im Also Ordner, da war ja ein Screenshot, der etwas kryptischer aussah mit T und CN und sowas. Genau. Also in der Modellierung ist es so, dass die Mitarbeiter, die modellieren, ihre Rollen eigentlich kennen. Das ist tatsächlich so. Ne? Also da gibt es jetzt keine großen Suchen mehr. Ne? Und wir haben den Baum so strukturiert, dass sie nach OEen aufgehangen sind. Nach OE, okay. Ne? Genau so ist es. Ne? Also denn die Mitarbeiter denken nach wie vor leider nicht so ganz in Prozessen, sondern denken, welche Tätigkeit findet denn jetzt wo, in welchem Bereich oder welchem Team statt. Also insofern die Organisation nach Teams. Aber natürlich, wir haben ja auch das Google fürs Regelwerk verkauft, könnte ich natürlich auch suchen, ne, um dann die richtige Rolle zu finden. In der Beantragung ist es so, dort zeigen wir in diesem Formular eben auch die Bereiche und die Teams an und man kann das dann quasi runterfiltern. Ne? Und mittlerweile liegt quasi eine Mechanik drauf, da kommt eine Kennung an und das System weiß genau, zu welchem Bereich der Mitarbeiter gehört und dann werden mir in der Auswahlliste nur die Berechtigungen angezeigt, die auch den entsprechenden Geltungsbereich haben. Also so weit kann man das an der Stelle treiben und so weit haben wir es auch getrieben, dass es für den User vorne möglichst einfach wird. Wenn ich noch nachfassen darf, Ja, klar. kam dann auch die Schwierigkeit, dass eine Rolle kann ja in mehreren Teams existieren, Ja. wo man das dann quasi Genau. ablegt. Das ist gerade eine sehr aktuelle Fragestellung. bei Das uns. ist der Geltungsbereich tatsächlich. Ne? Also wir haben dann jeder Rolle einen Geltungsbereich gegeben und da konnten wir bis auf die Teams runter definieren, wo diese Rolle überall zum Einsatz kommen darf. Ne? Und das war auch eine regulatorische Anforderung, klar festzuregeln, wer darf denn überhaupt diese Rollenkonstruktion verwenden, wo darf sie eingesetzt werden. Das hängt dann wieder mit Funktionstrennung zusammen und Need to Know und allem, was da so dran hängt. Das war genau der Grund. Genau. Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, Thema Ablagestrukturen, ne, das war ja auch so ein bisschen Kern des Gesamten. Das erleben wir ja immer wieder, Thema Golden Source-Diskussion, die wir haben. Die Ablagestruktur ist eigentlich am Ende des Tages nicht entscheidend. Sie muss nur für denjenigen passen, der an die Information drankommen möchte. Ne? Denn
auch Adonis oder AdoGRC wissen Sie, man hat den Filter in dem Object Explorer, man kann sich persönliche Favoriten setzen. Und gerade auch bei euch war es ja so mit den Rollen, naja, nicht jeder Modellierer muss aus dem Portfolio von 500 oder 600, sondern man hat ein Portfolio von 10, 20, die man braucht. Und die setzt man sich halt in die Favoriten mit rein. Und die Ablagestruktur, glaube ich, braucht keine sehr große Intelligenz, nur halt eine vernünftige Grundlage. Ne? Und dann nutzt man ansonsten die Suchmechanismen im Werkzeug. Ne? Genau. Gut. Wir hätten noch Zeit. Weitere Fragen, bitte? Darf ich fragen, wie lange Sie in etwa gebraucht haben in die Teams, so als von wir brauchen das dringend zu wir haben jetzt was Funktionierendes mit dem Orten? Ziemlich genau 1 Jahr. Projektteam, ich glaube, es waren dann am Ende 7, 8 Kollegen, die sich um dieses ganze Thema, also BOC-Kollegen, interne, externe, 4 interne, davon 2 aus dem Berechtigungsmanagement, ich und noch eine Kollegin und ich glaube 2 oder 3 Kollegen, die extern mit dazu gearbeitet haben. Also das war das Team, was sich 1 Jahr tatsächlich um dieses Projekt an sich gekümmert hat. Von der ersten Idee, wir könnten Rollen in Adonis mit den technischen Rollen verheiraten, bis zum Rollout dann letztendlich. Ne? Komplett freigestellt. Bitte? Komplett freigestellt, also wirklich nur auf das konzentriert in dem Projekt. Nee, nicht komplett. Also die Kollegen aus dem Rechnungsmanagement mussten natürlich auch noch irgendwie ihren Tagesjob machen, klar. Ne? Also zu 100%. Geht nicht anders. Ne? Aber so 1 Jahr muss man schon oder haben wir dafür tatsächlich gebraucht. Ne? Weil aber auch die Denke eine komplett andere war. Also bisher wurden Berechtigungen irgendwie vergeben, keine Ahnung. Ne? Also ich brauche eine Berechtigung, mach mal die Berechtigung wie der Kollege. So war das in der Vergangenheit. Ne? Und dann wurde das auf einmal anders hingelegt und ja, das ist das Ergebnis. Ja. Also vielleicht auch für Sie in der Runde, was haben wir als BOC dabei gesteuert? Also A, durften wir mitdiskutieren, Bitte. um so ein schönes Szenario auf den Weg zu bringen. Aber deswegen habe ich es nochmal eingeblendet, was ist denn hier zum Einsatz gekommen? Ne? Und wir haben auch hier versucht, im ganzen Projekt eigentlich auf die Basisfunktionalitäten aufzusetzen und Standarderweiterungen, die wir haben, zu nutzen. Objektfreigabe-Workflows kamen ja gerade zum Gespräch, nur dass der Kreis in Blau mit dem R, ne, dass man den in einen Workflow überführen kann, entsprechend Schnittstellen genutzt. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel versucht, den Standard zu nutzen, aber ja, ein wenig Customizing, ne, Sie kennen das, spricht man nicht gerne drüber, ne, heißt Software-Individualisierung, aber um ein wenig Customizing kommt man nicht herum. Das Gute ist jetzt für Sie alle, ne, aus dem Projekt heraus, bei der EKB seinerzeit ist ein Szenario entstanden. Ne, und das ist eines von vielen Szenarien, die wir mittlerweile auch im AdoGRC haben, ne, die wir auch da über die Plattform zur Verfügung stellen. Weil Sie haben wahrscheinlich auch so ein bisschen gesehen, naja, wenn Sie sich mit Rezertifizierung und Rollen beschäftigen, die Rollen heißen bei Ihnen anders, aber die Mechanismen, ob ich jetzt in der Bank, in der Versicherung, beim Pharmaunternehmen, in der öffentlichen Verwaltung, die Mechanismen sind immer die gleichen. Und so ein Szenario ist jetzt wie viele Szenarien bei uns im AdoGRC. Ich hatte die auch gestern im Produktvortrag angedeutet. Viele dieser Szenarien fallen auch für uns nicht vom Himmel. Die entstehen aus Kundenprojekten oder wo die Gesetzeslage eindeutig ist. Datenschutzgrundverordnung. Ganz ehrlich, braucht man nicht viele Kundenprojekte zu machen. Da liest man das Gesetz, da weiß man, welche Felder man braucht, da kennt man die Anforderungen. Aber zu solchen Themen, Nicola hat ja BAIT anvisiert, da liest man, da guckt man und sagt, oh no. Die Aufsicht erfordert, aber was heißt denn das jetzt konkret? Ja. Und deswegen kann ich Sie ja auch dann nur einladen. Ich habe Ihnen auch wieder die QR-Codes hier mitgebracht, von den Basisprodukten. Ich meine, Adonis kennen Sie, haben die meisten im Einsatz. Aber wie gesagt, um das Paket umzusetzen, ist schon das Paket Adonis AdoGRC. Und dann auch die Prozessautomatisierung. Weil auch wir haben festgestellt, im Projekt ist es nicht nur damit getan, die Rollen einzulesen und die Berechtigungen und einmal im Jahr gegeneinander zu stellen, sondern damit fängt man auch am besten gleich den Beantragungsprozess sauber mit ab, damit da nicht schon wieder neue Rollen und Berechtigungen entstehen. Und das ist auch erst im Projekt dann auch damit dazugekommen, dass wir gesagt haben, wir betrachten es ganzheitlich an der Stelle. Genau. Gut. Dann, Nico, ich glaube, du bist auch noch was da? Oder ja, bist du den ganzen Tag noch sozusagen, genau, so ist es. Genau, und ähnlich wie der Marc Böder-Burmeister, auch Nico Teutsch, mal ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Dass ihr uns beide so tief in die Materie entführt habt. Und auch da kann ich Ihnen nur empfehlen, Sie merken, die Kollegen plaudern aus dem Maschinenraum. Die Kollegen sind da. Nutzen Sie die Kollegen vor Ort. Die Kontaktdaten sind in den Vorträgen, die Sie auch alle bekommen. Sie können sich natürlich auch gerne an uns oder an mich wenden in der BOC, aber nutzen Sie gerne auch den direkten Kontakt, sei es über LinkedIn oder direkt. Und die Kollegen tauschen sich da sehr, sehr gerne aus. Und Sie haben es auch gemerkt, die Kollegen verraten auch was aus dem Maschinenraum und lassen dann nicht bei den großen, wolkigen, schönen Worten. Deswegen vielen Dank auch von meiner Seite aus. Ja, jetzt geht es hier gleich um 11:40 Uhr, 11:40 sage ich schon, 12:40 Uhr geht es jetzt hier gleich weiter. Und zwar mit BPM in der Logistik.
und zwar einen zentralen Ansatz bei der Fiege Group. Herzlichen Dank und viel Spaß bei den weiteren Vorträgen. Danke.